bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. This time, he mouths a silent vow. No more. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu dieser spannenden Serie in Night Springs. Und heute werdet ihr erfahren, ob ich die Story richtig spiele oder ob ich irgendwas verpeilt habe gerade im Spiel. Weil es mir so vorkommt, als würde ich irgendwas verpeilen gerade, aber komplett verpeilen. Mal kurz nachladen, den Scheiß, Munition holen. Da drüben haben wir nicht noch ein Manuskript da. Das gehe ich zuerst da rein und dann gehen wir noch mal hinten beim Kopf rein. Schließ auf den Scheiß, genau. Okay, da ist schon wieder irgendwas. Manuskript. Gucken wir uns wie üblich später an. Komme ich nicht rein. Da auch nicht. Okay, ich glaube, die Zimmer des Motels erforscht. Ich glaube, dass ich wieder... Ich glaube fast, als ich wieder zurück muss in den Raum vom Korb, damit da die Geschichte weitergehen kann und ich sie dann wahrscheinlich ändern muss irgendwie. Okay, da ist überall zu. Da ist auch zu und da waren wir eh schon drinnen da. Das heißt, wir durften die Story richtig gespielt haben oder wir durften eigentlich nichts verpeilt haben, Leute. Mal kurz da schauen, da ist auch Licht drinnen. Nichts drinnen und da. So, da ist der... Wo war jetzt der Körper, verdammt? Da vorne war der Körper irgendwo. Ja, da liegt der Kopf. Und da gehen wir noch mal kurz schauen. Da geht's nicht auf, okay. Das heißt, wir müssen da rein, wo der Kopf liegt, für den Schlüssel vom Motel. Ne, vom Schlüssel der Sternwarte holen. It's said that nobody knows what the future might bring, but for this man, it's no longer entirely true. A weaker man might simply give up, but the champion of light is an expert on destiny. Sometimes the puppet and puppeteer can be one and the same. Mount Redtooth, its top littered with man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Okay Leute, ich hatte gerade schon wieder ein Déjà-vu, verdammte Scheiße. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher, was da abgeht. Das Spiel verwirrt mich. He knows that he needs the missing part for the telescope. That's what the camera should be. Okay, den Radar lassen wir mal kurz heiß, weil wir wissen ja, was da passiert, wenn der Radar läuft. Das ist alles nur langweiliger Bullshit. Was ist denn jetzt los? Ich muss raus von Abend, oder? Okay, aber irgendwie ist die irgendwie spiele ich das, oder irgendwie sind wir dann doch richtig, weil vorhin war der Typ nicht da, der diese Granaten wirft. Also das heißt, irgendwie muss es passen. Ich weiß noch nicht wie, keine Ahnung, fragt mich nicht, Leute. Ob ich da gerade irgendwie komplett durchdrehe, oder? Das weiß ich jetzt nicht, aber... Ich werde mal sagen, dass ich jetzt da reinlaufe, da liegt schon wieder irgendwas.
Da liegt schon wieder ein Manuskript und Munition haben wir auch schon wieder gefunden. Die uns nichts bringt. Aber ein Manuskript haben wir. So, ich stelle kurz an, wie viel habe ich jetzt? 2. Die Realität. Neue Realität. Fragment 1. Okay, wir sind scheinbar richtig am Weg. Und Dr. Meadows. The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged, almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. Und Mr. Meadows. Dr. Meadows, Entschuldigung. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party. She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Michael never showed up, of course. He pulled over at the wrong rest stop. She never even thought about him at the time. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. Alles gut, alles gut. So, dann weiter geht's. Das Bildverarbeitungssystem holen. Die Mission hatten wir ja schon. Leute, teilweise ist das Spiel echt verwirrend, weil die meisten Missionen, die wir da gerade spielen, oder die meisten Aufgaben, die wir da gerade erledigen, haben wir schon irgendwo gemacht. Deswegen komme ich da gerade ein bisschen aus der Spur. Noch ein Manuskript. Okay, wir werden alle bekommen, scheinbar. Da drüben liegt jetzt ein Koffer. Jetzt bin ich aber gespannt, ob wir den holen können. 50 Manuskripte, Jagdgewehr freischalten. Statt der Bumpgun. Nee. Leck mich Arschloch. Leck mich Arschloch. Kannst du die scheiß Schrottflinte die Snipper kannst du behalten, mein Junge. Okay, du nimmst jetzt wieder deine UC. So, mal gucken. Irgendwas kommt gleich wieder. Okay, da. Manuskript. Das schauen wir uns gleich an, oder? Die Dunkelheit. The darkness rose from the depths of Cauldron Lake and took Alice. It needed words. It needed me to write its way into our world. She was leverage, a hostage. I complied, but with a twist. I put in a loophole that gave me a chance to fight back. I was hunted by shadowy enemies, but I faced the darkness. I fought it with light. I drove it back. I saved Alice, but it came with a cost. I was trapped in the dark place below Cauldron Lake. Und kosmologische Wahrheiten. There are places where our world is worn thin, and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. Okay, so dann. Wir müssen. Diesmal ohne Spinnen, oder? Diesmal war es irgendwie anders. Ich weiß nicht, aber diesmal war irgendwas anders. Diesmal war irgendwas anderes, was in der vorherigen Folge mussten wir. In der vorherigen Folge mussten wir ja zuerst zu Stern warten und dann bekamen wir von der Ollen die Aufgabe, das Teil zu holen.
Okay, wo ist er? Checkpoint. Manuskript. Ah, fuck you. Okay, was haben wir da für ein Teil? Ein Karabiner? Na, Karabiner brauchen wir nicht, die ist scheiße. Okay, ich gehe jetzt einfach rein. Oder soll ich vielleicht noch mal die Runde laufen? Nee, nee, lass es. Wir lassen es, wir lassen es. Mach auf die Scheiße. How dare you? No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. Du kennst mich, mach auf. I'll unlock the door. Thanks. Sie kennen mich doch, also machen Sie die scheiß Tür auf. Warte, wo ist das Munitionsscheißteil? Das war hinterm Haus. Fuck. Okay, scheiß drauf, gehen wir hoch. Sollte ich das lesen und anschauen? I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one now. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Okay, kranker Misskerl. Mit Dr. Meadows sprechen. You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. Okay, I have the draußen liegt ein replacement part for your Manuskript. telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Bevor ich das Teleskop repariere, hole ich zuerst Munition mal mit 60 Schuss in der Uzi. Sieht schlecht aus. So, Munition, komm zu mir, komm zu mir. Nice, 120, 150 Schuss, okay. Schrotflinte haben wir 30 Schuss. Okay, ich steck ihn rein. Das Teil, die Kamera. So. I think we can give this a go, although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes,
Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. Fahr All of this runter, is komm. very strange to me. Und hoch. Riesenteleskop. Hello. I don't quite know what's going on, but I seem to remember having had this encounter before. It's not deja vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. I suppose I could call it magic. I don't believe in magic. Neither do I. But I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. Die primären Rohre sichern, okay. Machen wir das mal. Und für diesen Scheiß bin ich jetzt zu der Aul gelaufen. Ja. Ich muss nicht alles verstehen, aber... So. Geh mal die Rohre sichern. Sicher mal ein Rohr. Muss ich dafür raus? Nicht dein Ernst. Okay, gleich links liegt ein Manuskript, das holen wir uns gleich. Süß. Süßer. Okay, wir holen uns gleich das Manuskript da vorne. Manuskript und nehmen wir. Combat Shotgun freischalten. 40. Wir haben 31. Okay, wenn wir das lesen, haben wir 32. Also lesen wir es später. Okay, also scheinbar sind wir da richtig in der Story. Ich glaube, man kann die Story ja gar nicht falsch spielen. Habe ich so die Befürchtung. Es muss alles so ablaufen, wie es ablaufen muss. Okay, das war jetzt klug. Das war jetzt richtig klug von mir. Da hat uns jemand Steine im Weg gelegt. Aber die überklimmen wir mit links. Fuck man, den habe ich jetzt komplett übersichtet. Ja, was ist denn jetzt schon wieder los, Mann? Das ist doch unfair, lass mich noch kurz mein Zeugs holen, danke. Ja, genau. Wirf nur mit deinem Spielzeug da. Wo ist der? Da drinnen ist er. Dann würde ich sagen, wir holen uns den Spaß, oder? Okay, wo ist der jetzt? Hä? Okay. Er packt da drinnen fest. Haha, selber schuld. Selber schuld. So, dann, Munition haben wir geholt. Soll ich das Manuskript lesen? Ja, warte kurz. Die Natur von Geschichten. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales.
There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. Okay. The light. Ja, warte kurz. Und das noch die Besessenen, das glaube ich ist ja das letzte Jahr. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. The Taken Mr. throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. I can't let them stop me. Okidoki, ne? Correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Ja, mach mal grad. Doctor, Warte. can you hear me? I think we're good to go. All right. I'll start looking for the signal. Please, head back. Nee. I guess they didn't like that. Okay, was hat das jetzt gebracht? Okay, das heißt, dass wir da nicht drüber kommen, sondern dass wir diese Richtung laufen müssen. Dankeschön, Spiel. Okay, das Spiel hilft uns ein bisschen, das ist aber nett. Old damn mountain's trying to kill me. Ja, what the fuck? Bist du behindert? Aha. Boah, fuck, man. Jetzt wird's langsam ein bisschen Action geladen. Okay, schnell Munition aufheben. Hier komme ich da hinten auch rum. Alter, geht's so weit runter. Shit. Wrong way. Manuskript. Stopp. Manuskripte. War fuck. Nein! Ich bin so ein Vollhost. I guess they didn't like Was that. ich für ein Vollhost bin, Leute. Habt ihr das gerade gesehen? Das habt ihr hoffentlich nicht gesehen. Guckt weg. Spult einfach vor. Old damn mountain's trying to kill me. Okay, wie sieht jetzt manuskripttechnisch aus? Okay, das sieht schon mal gut aus. Nice. Okay, jetzt muss ich kurz schauen, ob ich... Na, okay, das Manuskript habe ich. Ja, Wrong way. das dachte ich mir. Das dachte ich mir, dass ich das Manuskript noch holen muss. Deswegen bin ich nochmal rumgelaufen. Okay, Checkpoint. Okay, ganz viel Checkpoints. Ja, genau. Kannst du mir einen Checkpoint lassen, bitte? Nee. Er lässt mir keinen Checkpoint, die Sausi.
Wow, da, 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 da. Okay, jetzt aber. Bleib liegen. Steh ja nicht auf. Okay, warte, ich lese mal kurz das Manuskript. Der Einsame mit Uncloud. After my disappearance, they thought I was dead. I might as well have been. I know it's been 2 years. I know Alice has moved on. I've tried to find a way back to her, back to my life, but escaping the dark place is almost impossible. Time does strange things here, but dreams and radio signals can pierce the veil between the worlds. I catch glimpses and echoes of the world. Sometimes I send messages out. I can only pray that they hear them. Alles klar, okay, das Manuskript. Kann man, also den Kies kann man noch nicht aufmachen. Okay, wie sieht's aus jetzt? Kann ich wieder rein? Miss Emma. Miss Swan. Da, Mädelsen. Swan, ja. Ich komme schon ganz durcheinander. Das Spiel verwirrt mich komplett, Leute. Ohne Scheiß. Geht's jetzt? Funktioniert alles? It's working. Please, come up here. Komm bisschen rauf. Kuscheln mal eine Runde. Okay. Leute, ich glaube, ich krieg gleich meine Belohnung. You find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. What's on your Okay. mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Mhm. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it?
Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? Okay, ich muss weiter. You're Tut mir taking leid, this very Süße. well. I thought you'd be hangry. Another Suppose I would be printout. if I thought you could actually Another do this. signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. So, meine Lieben, das war's wieder mit dieser schönen Folge. Wir sind schon wieder im Drive-In-Theater, also im Autokino. Bin mal gespannt, was sich jetzt schon wieder da abspielt, weil wir waren ja schon mal da in der vorletzten Folge, in der letzten, vorletzten, vorvorletzten, keine Ahnung, in irgendeiner Folge waren wir doch schon mal. Deswegen bin ich gespannt, was sich da jetzt gleich abgeht. Ja, ich würde sagen, abonniert meinen Kanal, schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet, liked es, teilt es, zeigt es euren Freunden und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!